Bist du stets müde und erschöpft? Ich habe sehr viele Klienten und Klientinnen und auch mir passiert es immer wieder, dass ich an bestimmten Tagen kaum aufstehen kann. Eine chronische Erschöpfung hat einen ganz starken, wobei etwas verborgenen Zusammenhang dazu, dass wir eine Neigung für strukturelle Dissoziation haben. Heute werde ich dir vorstellen, welche 3 Grunddynamiken der Psyche dazu beitragen, dass wir diese chronische Erschöpfung stets erleben und darüber hinaus 6 weitere Gründe dafür, die tatsächlich deine Müdigkeit mit Entwicklungstrauma verursachen. Ich bin Gabriela, Trauma- und Körperpsychotherapeutin, selbst betroffen von Entwicklungstrauma und ich freue mich jetzt auf dich. Viele Traumatisierte wundern sich, warum sie stets ermüden und keine Kraft mehr haben. Vielleicht auch du. Die Auswirkungen von Kindheitstrauma sind sehr vielfältig und können sich auf verschiedene Bereiche des Lebens auswirken. Das erfährst du höchstwahrscheinlich Tag für Tag. Oftmals führt Trauma zu einer starken Ermüdung und einem Verlust der Kraft. Dies kann verschiedene Gründe haben, die zum einen in unserer Persönlichkeit wurzeln, zum anderen in den erworbenen Traumafolgen somatischer Natur. Insbesondere bei chronisch traumatisierten Menschen sind 3 grundlegende Dynamiken unserer Psyche zu beobachten. Dies konnte bereits Pierre Janet am Anfang des 20. Jahrhunderts beschreiben. Demnach bilden diese 3 Grundsätze unserer Psyche eine Theorie, die unter anderem auch für das Konzept strukturelle Dissoziation als Grundlage dient. Also, das ist auch für dich interessant, wenn du an Entwicklungstrauma bzw. KPTBS leidest. Und nun die erste Grunddynamik. Chronisch traumatisierte Menschen bedienen sich aus einem Spektrum verhaltens- und mental bezogenen Kompensationsstrategien. Diese Strategien können überwiegend Bemühungen der Betroffenen beinhalten, sich an ihre innere und äußere Welt anzupassen, aber das ist entscheidend, leider ohne Erfolg. Die zweite Grunddynamik unserer Psyche mit Traumaerfahrungen aus der Kindheit ist der Mangel an Regulationsfähigkeit, und zwar sowohl auf emotionaler und affektiver, also Impulskontrolle-Ebene, wie zum Beispiel Wutausbruch, als auch auf Körperebene, beziehungsweise was unser autonomes Nervensystem betrifft. Und wie du diese Mängel wahrnehmen kannst? Als niedrige psychische und körperliche Energie infolge davon, dass der Nervensystem und Stresshormonhaushalt aus dem Gleichgewicht geraten sind. Überstimulation oder Hypoarousal, Übererregung oder tiefe depressive Zustände bis zur Immobilisierung. Diese Dysregulation merkst du an deinem Energielevel. Das kennst du aber sicherlich auch. Aber hier, bei diesem zweiten Grunddynamik unserer Psyche, muss etwas ganz Entscheidendes erwähnt und berücksichtigt werden. Denn nicht nur die mentale und physische Energie an sich fehlen uns, sondern auch die Energieeffizienz. Ja, was bedeutet das denn? Also das heißt, dass die Fähigkeit des Körpers, mentale Energie effektiv zu nutzen. Das hat häufig mit unserem Körpergewahrsein auch zu tun, weil wir nicht realisieren können, wo unsere eigenen Grenzen liegen oder wie weit unser Toleranzfenster geöffnet werden kann. Und wir erschöpfen uns selbst. Und da liegen auch noch weitere verborgene Muster in unserer Persönlichkeit durch die Traumatisierung. Denk nur daran, wenn du Parentifizierung erfahren hast und immer für andere da warst. Höchstwahrscheinlich bist du heute auch primär für andere da, anstelle für dich selbst und verausgabst dich auch da nicht selten unbemerkt. Und die dritte Grunddynamik
ist mehr oder weniger das Ergebnis der ersten zwei. So entsteht bzw. entstand eine Persönlichkeit, welche strukturell viele Anteile, Ego-States oder Zustände, Persönlichkeitszustände aufweist. Diese können untereinander nicht selten unglaubliche Ambivalenz in uns verursachen. All diese drei Dynamiken beeinflussen unsere körperliche und emotionale Energie und können zu anhaltender Erschöpfung führen. Damit wir diese drei Grunddynamiken der Psyche anschauen können oder veranschaulichen kann, nehme ich jetzt wieder unsere zwei Hauptdarsteller, die ja schon seit längerem, die jetzt nicht mehr mitgemacht haben. Einige von euch kennen ja das schon. Und zwar ist das große Äffchen ist ja Chitta. Chitta bedeutet auf Sanskrit the mind. Also das ist unser geistiger Konstrukt, wo all die Glaubenssätze, unsere Prägungen, unsere Gedanken, die ja ständig hin und her hüpfen. Deshalb ist ja auch der Begriff im Englischen the monkey mind so verbreitet, weil das beschreibt genau das. Wir überlegen mal dies, dann überlegen wir das, dann können wir uns wieder nicht entscheiden, dann kommen heute solche Gedanken, morgen kommen wieder andere Gedanken. Das heißt, die springen, die sind ja auch wirklich sprunghaft, nicht wahr? Und nicht konstant. Diese Sichtweise hilft dir übrigens bei der Heilung, dass wir uns auf Gedanken nur bedingt verlassen können und sollen. Jedenfalls nochmal zurück. Chitta ist also unser Ego auch, können wir auch sagen. Das ist der Anteil von unserer Persönlichkeit, welche ja denken kann, wo gewisse Werte und Prinzipien, Ansichten vorhanden sind. Das ist jedenfalls dein heutiges Ich. Dann haben wir noch unser inneres Kind sozusagen, das kleine traumatisierte Kind. Ja, ich nenne das Äffchen immer Träumi, außer Trauma, Träumi. Und jetzt können wir uns angucken, wie sich das sozusagen abspielt, ja, in einem konkreten Fallbeispiel, wie diese drei Dynamiken in unserer Psyche losgehen. Jetzt stell dir vor, und da nehme ich den Beispiel aus dem Buch von Professor Jan Giese, der eben die Übersetzung und das Konzept von Traumafolgestörungen nach ICD-11 so wunderbar in seinem Buch beschrieben hat. Er beschreibt dort ein Fallbeispiel, um das verständlich zu machen, dass wir uns jetzt vorstellen, wo er bemerkt, dein kleines innere Ich ist natürlich immer bei dir, ja, und manchmal schläft er und nicht aktiv und manchmal ist er dann, das werden wir ja gleich sehen, aktiv. Aber du gehst jetzt Schokolade einkaufen, beziehungsweise vielmehr wolltest du deinen wöchentlichen Einkauf erledigen. Du gehst in den Supermarkt und plötzlich, wo du bei den Süßigkeiten vorbeiläufst, mag ein innerer Anteil von dir, ein inneres Kind oder eine kindliche Seite von dir plötzlich, welche Schokolade wahnsinnig mag, unbedingt eine Schokolade kaufen. Gleichzeitig ist aber dein erwachsener Ich, also Chitta, der Meinung, nein, also Schokolade und zwar mit so viel Zucker und mit so wenig Kakaoanteil und mit so viel Marzipan noch da drin, das kann unmöglich uns gut tun und wir kaufen das nicht. Aber diese kleine, geprägte inneres Kind will unbedingt diese Schokolade. Und weil wir, ja, und da ist Dynamik 1, wir möchten uns an unsere äußere und innere Welt anpassen, aber vergeblich. Was passiert in diesem Moment? Du möchtest, ja, diesen Werten oder diese Erwartung der Gesellschaft vielleicht auch, ja, nicht nur gesund dich zu ernähren, sondern dass du auch schlank und fit bist.
dass du diese Anforderung der Gesellschaft erfüllst. Und du möchtest, dass diese Anforderung auch erfüllen, aber dein inneres Kind, diese kindliche Seite, wo diese Schokolade unglaublich jetzt haben will, weil er so viel Stress heute schon wieder erfahren hat, dass irgendeine Nervennahrung braucht, ist so aktiv, dass gleichzeitig versuchen wir, zwischen diesen zwei Parteien sozusagen Entscheidungen zu treffen und ganz klar wegen der zweiten Grunddynamik unserer Psyche, welche ja davon gekennzeichnet ist, dass wir kaum eine gesunde Selbstregulation noch haben, also affektiv, ja, unsere Affekte, diese Sehnsucht und diese Ausgehungertsein nach der Schokolade wir nicht unter Kontrolle haben können, werden wir natürlich womöglich in ein Trance sogar, aber diese Schokolade trotzdem in unser Einkaufskorb reinlegen. Wir werden diese Schokolade auch an der Kasse bezahlen und es mag sein, dass sogar dein erwachsenes Ich, also Chitta, dabei wie von außen beobachtet, dass du als Person an der Kasse all das bezahlst sogar, wobei du dagegen bist, zumindest mit dem Verstand. Und vom Supermarkt bist du erstaunt, dass diese Schokolade jetzt doch da ist, wobei du das nicht kaufen wolltest. Diese Affektregulation, die mangelnde Affektregulation kann ja zu Hause dann noch weiter eskalieren, indem du mit deinem heutigen Ich sogar von einer Seite von dem heutigen Ich Schamattacke erlebt, sich schuldig fühlt, da sind dann wieder andere Seiten aktiv, ähnlich wie diese ähnliche traumatisierte Seite von dir, wo irgendein Liebesersatz braucht und deshalb nach Schokolade verlangt, kann ein zweiter, stell dir vor, dass ein zweiter Träume noch da ist, kann danach verlangen, dass jetzt durch diese Schamattacke, und durch diese Schuldgefühle, dass jetzt noch mehr Stress eben erzeugt ist und dann ist das Verlangen danach, dass ich diesen Stress irgendwie auflöse. Jetzt stell dir vor, ist ja eine Seite von dir da, der will unbedingt diese Schokolade. Dann ist ja dein erwachsenes Ich da, welche dann sagt, nee, also du musst ja doch weiterhin fit bleiben. Jetzt kommt ja dann auch diese Fastenzeit und du musst dich bitteschön unter Kontrolle haben. Und dann ist nochmal ein Träume da, welcher aber sagt, okay, das reicht mir jetzt langsam, da ist eine Ambivalenz da und ist ja, du merkst ja, das ist ja schon bereits die dritte Dynamik hier aktiv geworden, dass ich ja fast wahnsinnig werde und ich muss diese unglaubliche Anspannung auf irgendeine Art und Weise mal hier auflösen und abreagieren. Was passiert dabei? Viele können das nicht abreagieren. Das heißt, dass durch Wutattacken, Rage, körperlich, dass ich jemand attackiere oder dass ich diese Anspannung nach innen agiere. Oder dass viele zum Beispiel sich dann selbst verletzen. Dazu kann nicht nur gehören, dass ich mich irgendwie am Körper mir Schmerz zufüge. Es kann auch sein, dass ich das erbreche. Davon war ich auch sehr, sehr lang betroffen. Bulimie hatte ich. Genau aus dieser innere Anspannung und Ambivalenz und schief verrückt zu werden von durch diese unerträgliche Zustand, das ich sehr, sehr lange auch erbrochen habe. Genau so läuft es in uns ab. Und du merkst ja, weil ich ja gleichzeitig der Außenwelt, aber auch meine innere Welt, welche ja durch die Traumatisierung geprägt ist, gleichzeitig versuche zu entsprechen, schaffe ich letzten Endes gar nichts. Und gleichzeitig passieren mir Dinge, die ich nicht mehr unter Kontrolle haben kann und dass ich tatsächlich auch mir sogar noch weitere Schaden zufügen kann.
Ich hoffe, dass du das jetzt mehr transparent siehst. Zum einen neurobiologische Veränderungen. Chronische traumatische Erfahrungen können das Nervensystem dauerhaft beeinflussen und zu einer Überaktivierung des sympathischen Nervensystems führen, welches für die Stressreaktion verantwortlich ist. Dadurch werden vermehrt Stresshormone wie Cortisol ausgeschüttet, was zur Erschöpfung und einem Energieverlust führen kann. Zum Zweiten natürlich die Schlafstörungen. Denn wenn du zu viel Stresshormone noch im Blut hast, ist der Schlaf praktisch nicht möglich. Viele Menschen mit Kindheitstrauma leiden unter Schlafstörungen, wie beispielsweise Schlaflosigkeit, die ebenfalls zu einer chronischen Erschöpfung führen kann, denn die Regeneration des Körpers beeinträchtigt. Auch Albträume gehören zu Schlafstörungen, insbesondere bei chronischer Traumatisierung, weil du die Bearbeitung deiner Kindheitserfahrungen viel zu spät begonnen hast, ist diese Verarbeitung und Integration natürlich auch äußerst erschwert. Zum Dritten die Hypervigilanz. Traumatisierte Personen sind oft in einem Zustand der erhöhten Wachsamkeit und Aufmerksamkeit. Im Englischen ist dazu der Begriff Screening Personality entstanden, welcher nichts anderes beschreibt, als dass du stets wachsam bist und einfach deine Umgebung ununterbrochen auf Gefahr prüfst. Diese Menschen sind ständig auf der Suche nach potenziellen Gefahren und können daher nur schwer zur Ruhe kommen. Und diese ständige Alarmbereitschaft, meistens durch dein autonomes Nervensystem, also außerhalb deiner Kontrolle, kann natürlich zu einer dauerhaften Müdigkeit führen. Zum Vierten Flashbacks und Intrusionen. Traumatische Erinnerungen können in Form von Flashbacks oder Intrusionen immer wieder in das Bewusstsein zurückkehren. Diese wiederholten und plötzlichen Erinnerungen an das Trauma können äußerst belastend sein, denn jedes Mal wird auch diese Traumaenergie angefasst und kann natürlich auch zu einer Erschöpfung führen. Dann zum fünften die emotionale Erschöpfung an sich. Der Umgang mit diesen Erfahrungen kann emotional für uns sehr belastend sein. Betroffene kämpfen häufig mit starken Gefühlen wie Angst, Panik, Wut, Rage oder eben die Trauer. Diese emotionalen Belastungen können auch vermehrt zu Erschöpfung führen. Zumal die Heilung an sich ist auch eine Belastung, denn auch dort werden ehemalige Schmerzen angetastet und nicht selten müssen wir heute im Hier und Jetzt Entscheidungen fällen, die uns womöglich gut tun, bedeutet aber nicht, dass es uns leicht fällt. Denk nur daran, Kontaktabbruch zur Ursprungsfamilie. Und zum sechsten die soziale Isolation. Denn traumatisierte Personen haben oft Schwierigkeiten, Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen und sich dadurch in sozialen Situationen wohlzufühlen. So können sie sich zurückziehen und sich isolieren, was zu einer Einsamkeit und einem Verlust von Energie führen kann, wenn wir keine Resonanz von Zugehörigkeit, Berührung oder auch einfach das Dasein von jemandem erfahren dürfen, geht damit einher, dass wir sogar die Bedeutung unserer eigenen Person und den Sinn im Leben verlieren können. Und zuletzt, an letzter Stelle, möchte ich dich dazu ermuntern, diese Gründe und diese Grunddynamiken deiner Psyche anzugehen, weil es ist möglich, auch an diesen Dynamiken etwas zu verändern. Und sobald wir das alles verstehen, dann haben wir den Schlüssel in der Hand, das auch zu verändern. Du kannst Selbstregulation erlernen und du kannst diese Mechanismen in deiner Psyche selbst gestalten, wenn du jene aufdeckst, die dir heute noch so viel Energie rauben und diese in ein erfülltes, energiegeladenes Leben und zu neuer Kraft und Lebensfreude verwandelst.
Ich bin ganz gespannt, wie du das Video gefunden hast. Hast du dich verstanden gefühlt? Hast du vielleicht neue Sachen, Zusammenhänge und Gründe für dich entdecken können? Welche Erfahrungen machst du denn Tag für Tag mit Erschöpfung? Hast du schon einiges für dich und für deinen Zustand verbessern können? Ich freue mich, wenn du kommentierst oder eben etwas erzählst, und ich wünsche dir jetzt bis zum nächsten Mal alles Liebe, Gabriela.